Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meinem zweiten Backvideo. Ich bin die Michaela und für heute habe ich mir überlegt, etwas passend zur Jahreszeit. So langsam passt ja auch das Wetter zum Herbst und ich habe mir überlegt, ich mache heute für euch und mit euch Zimtschnecken. Allseits bekannt, gibt viele Varianten, viele Rezepte mit und ohne Topping. Wir werden dies heute ohne Topping machen. Wir mögen das nicht so, das ist uns insgesamt zu süß. Und das Gute an Zimtschnecken ist, die schmecken am allerbesten, wenn sie ganz frisch aus dem Ofen kommen. Man kann sie auch am nächsten Tag noch mal kurz in den Ofen machen und dann schmeckt sie noch mal genauso lecker. Bisschen anwärmen oder wie? Ja, okay. Ich habe die erst vor wenigen Tagen gemacht und mein Mann hat nichts übrig gelassen. Wie üblich, ja. Den Teig für die Zimtschnecken, die werde ich im Thermomix machen. Könnt ihr auch ganz normal in jeder anderen Küchenmaschine machen. Dazu brauchen wir einen Hefeteig und da fangen wir gleich mal mit den Zutaten an. Die Zutaten schreibe ich euch natürlich alle nochmal in die Videobeschreibung, damit ihr das euch nicht alles merken müsst. Wir fangen mit 200 Ml Milch an. Und 50 Gramm Butter. In dem Fall, ich habe jetzt Margarine genommen, nehme ich eigentlich immer zum Backen. So. Und 80 Gramm Zucker. Und einen halben Würfel frische Hefe. Viele machen das auch mit Trockenhefe. Ich schwöre eigentlich auf frische Hefe. Trockenhefe kaufe ich mal zur Not, aber benutze ich eigentlich so gut wie gar nie. Entweder erwärmt das jetzt kurz auf Zimmertemperatur bzw. auf 37 Grad auf dem Herd, so ungefähr. Passt auf, dass es nicht zu warm wird, weil sonst ist die Hefe auch kaputt. Wir machen das jetzt im Thermomix und zwar 2 Minuten bei 37 Grad auf Stufe 2. So, fertig. Jetzt musste ich gerade echt lachen, habe ich da gesagt, 37 Grad Zimmertemperatur. Puh, das wäre ein bisschen warm, wenn ihr so warm eingeheizt hättet. Sorry. Oh mein. So, jetzt kommt noch ein Ei dazu. ,500 Gramm Mehl und einen halben Teelöffel Salz. So. Dann machen wir 3 Minuten Knetstufe, also entweder mit der Küchenmaschine oder in meinem Fall jetzt mit dem Thermomix. Kneten. 3 Minuten kneten. Geht's. Machen wir hier mal ein bisschen sauber. So, 3 Minuten sind um. Wir haben jetzt einen richtig tollen Hefeteig. Den werde ich jetzt ausrollen auf eine Größe von ca. 40 auf 60 cm. Guckt, dass ein Mehl dran ist, weil nachher müssen wir das Ganze aufrollen und sonst klebt es schon überall hin an die Backmatte. So, fertig. Das Ganze bestreichen wir jetzt mit ca. 50 Gramm Butter. Die Butter muss Zimmertemperatur haben, damit sie sich gut verstreichen lässt. Zimtschnecken sind so schnell gemacht, wenn sich mal kurzfristig Kaffeebesuch anmeldet. Weil viele andere Kuchen muss man ja dann abkühlen lassen.
Und die Zimtschnecken schmecken sowieso am besten, wenn sie aus dem Ofen kommen, ganz frisch. Und es gibt auch nur einmal Gehzeit, wenn wir die gleich aufgerollt haben. Dann lassen wir die eine halbe Stunde gehen, dann kommt sie in den Ofen und dann kann man sie schon genießen. So. Das Ganze wird dann bestreut mit 100 Gramm braunem Zucker und 2 Teelöffel Zimt. In vielen Rezepten wird auch viel mehr Zucker genommen. Ich hatte das ein bisschen reduziert, weil 100 Gramm ist genug für unseren Geschmack. So. Dann gucken, dass man das gleichmäßig bestreut, verteilt. Das riecht schon so gut. Also Zimt hat ja immer auch ein bisschen was mit Weihnachtszeit zu tun, finde ich. Also das riecht schon ein bisschen weihnachtlich. So. Und dann hoffen wir, dass es jetzt auch gut aufrollen lässt. Ja. Wenn man zu wenig Mehl auf die Backmatte macht oder auf die Arbeitsplatte, dann wird es schwierig. Dann schneiden wir die Rolle in circa Stücke von 2 bis 3 cm. Dann könnt ihr entweder eine Auflaufform nehmen. Ich habe hier eine Stoneware-Platte mit Backtrennspray. Ein bisschen ein bisschen Mehl drauf. Und dann die Zimtschnecken einfach mit genügend Abstand platzieren, weil die gehen noch schön auf. Ein Backblech würde ich nicht empfehlen, höchstens ein kleines. Weil die sollten nach dem Aufgehen, die sollten doch alle nachher dicht aneinander sein. Sonst gehen die so in die Breite und die sollen ja etwas in die Höhe gehen. Die Zimtschnecken lassen wir jetzt eine halbe Stunde gehen, damit die schön aufgehen können und dann kommen sie ab in den Ofen. So, bevor es jetzt weitergeht, habe ich auch noch eine kleine Bitte. Abonniert bitte meinen Kanal, liked mein Video, ihr würdet mir helfen, den Algorithmus von YouTube etwas anzukurbeln. Gerade bei so einem neuen Kanal ist das sehr, sehr wichtig. Also ich bedanke mich schon mal. Dankeschön. So, dann machen wir weiter. Eine halbe Stunde ist rum. Die Zimtschnecken sind jetzt ein bisschen aufgegangen. Kommen jetzt in den Backofen, den habe ich schon mal vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Die Stoneware-Form kommt immer ganz unten in den Ofen. Auf einem Backblech oder in einer Auflaufform immer in die Mitte des Ofens. Die Zimtschnecken brauchen ca. 20 bis 25 Minuten. Also nach 20 Minuten einmal reinschauen, nicht dass sie zu dunkel werden. So, 20 Minuten wären um. Wir schauen jetzt mal rein. Die sind aber noch ziemlich hell. Und unten, die brauchen noch ein paar Minuten. Lasse ich noch mal 3 Minuten drin. Die haben ja gar keinen Platz mehr. Sind schön aufgegangen und die riechen so lecker. Total.
So, nach 25 Minuten holen wir die Zimtschnecken aus dem Ofen. Jetzt sind sie genau richtig. Lecker. Und die gehen ja wirklich kinderleicht. Und die sind so schnell gemacht. 15 Minuten Vorbereitungszeit, eine halbe Stunde gehen lassen. 20, 25 Minuten, in dem Fall jetzt 25 Minuten in den Ofen und dann sofort essen und genießen. Ja, wirklich lecker. Wenn sie unten leicht angebräunt sind, dann sind sie ja richtig. Ich muss jetzt in die heiße Zimtschnecke beißen. Es geht nicht anders. So lecker. Die schmecken warm noch besser. Ja. Also so frisch aus dem Ofen sind die einfach am allerleckersten. Und wenn ihr nicht alle auf einmal essen könnt, dann macht sie in eine luftdichte Schüssel rein und dann einfach kurz vor dem Verzehr nochmal bei 100 Grad ein paar Minuten in den Ofen, damit sie wieder ein bisschen handwarm sind. Dann sind die schmecken die wieder wie frisch. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.